Bronze. Ein revolutionärer Werkstoff, mit dem die Metallzeit des Menschen beginnt. Ausgangsstoff ist Kupfer, aus dem unter Zugabe von Zinn eine vielseitig verwendbare Legierung entsteht. Bis zur Erfindung des Eisens wird Bronze vor allem zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen dienen. Die Schwerter, die zur Himmelsscheibe von Nebra gehören, sind 3600 Jahre alte Meisterwerke der Schwertschmiedekunst. Griffschalen und Klingen wurden prächtig verziert. Tauschierung nennt man die Technik, mit der ein anderes Metall in die Bronze eingelegt wird. Auch das Gold auf der Himmelsscheibe wurde tauschiert. Im Gegensatz zu den Schwertern wirkt diese Arbeit auf den ersten Blick einfacher. Aber die Technik, Goldbleche einzulegen, ist zu dieser Zeit in Mitteleuropa einzigartig. Die Schöpfer des Ritualgerätes haben eine ganz neue Technik ausprobiert. Hinweise zu ihrer Entstehung sind auf der Rückseite zu sehen. Tausende kleine Dellen zeigen die Hammerschläge, mit denen sie ihre Form erhielt. Die Himmelsscheibe wurde gegossen und ausgeschmiedet. Langsam erschließt sich den Archäologen der Herstellungsprozess. Ein Experiment soll die Ergebnisse überprüfen. 1200 Grad Celsius sind notwendig, um das Rohkupfer für die Legierung dünnflüssig zu schmelzen. Was heute ein computergesteuerter Elektroofen besorgt, gehörte früher zu den Geheimnissen der Bronzehandwerkszunft. Dazu gehört es, die richtige Temperatur zu finden, um das Zinn in der entsprechenden Menge hinzuzugeben. Das ist entscheidend für den Härtegrad der Legierung. Nach dem Gießvorgang treten aus der Schmelze Gase aus. Es können unerwünschte Blasen entstehen, die es zu kontrollieren gilt. Werden alle Faktoren beachtet, entsteht ein Bronze-Rohling, der weiterverarbeitet werden kann. Unserer entspricht in seiner Zusammensetzung genau der Bronze der Himmelsscheibe von Nebra. Mit nur 2,5% Zinnanteil ist die Probe leicht verformbar, wird aber mit jedem Hammerschlag spröder. Ein Nachteil, der sich durch Zwischenglühen und anschließendes Abschrecken beheben lässt. Wiederholt man den Vorgang, kann Bronze sogar zu Blech ausgeschmiedet werden. In unserem Experiment sollen 5 mm genügen. Wie auf dem Original sollen auf dem handtellergroßen Rohling Teile des Bildprogramms entstehen. 40 Gramm Gold werden dafür geschmolzen, gegossen und zu einem dünnen Blech ausgetrieben. Wegen seiner Eigenschaften war das edelste aller Metalle als Werkstoff bereits in der Bronzezeit begehrt. Mit Geschick wird hier unzählige Hammerschläge später eine Folie entstehen, aus der die Himmelssymbole ausgeschnitten werden können. Auch die dafür benötigten Meißel werden gegossen und in verschiedenen Härtegraden erprobt. Wie vor 3600 Jahren wird die Legierung in Tonformen gegossen, die nach dem Erkalten zerschlagen werden. Eine Gusstechnik, die bis heute beim Glockengießen angewandt wird. Für den Tauschierversuch erweisen sich Werkzeuge mit 16% Zinnanteil als besonders geeignet. Mit ihnen können nun Mondsichel und Plejaden entstehen. Durch jeden Hammerschlag vertieft sich die Kerbe, in die das Goldblech später eingeklemmt werden wird.
Mit Hammer und Meißel werden Sterne und Sichelmond aus dem Blech herausgeschnitten und anschließend geglättet. Nach nur wenigen Versuchen gelingt es, den Mond auf die richtige Größe zu bringen. Genauigkeit ist angesagt. Das Goldblech darf nicht über die Ränder der Tauschiergruben reichen. Nur so kann es richtig befestigt werden. Zuerst wird fixiert. Wenige Punkte genügen, dann treibt der Meißel die Bronze über das Blech, um so am Ende das Objekt dauerhaft zu montieren. Keine leichte Aufgabe bei den nur 10 mm großen Sternen. Doch das Experiment ist gelungen. Zwar wirkt die Probe im Vergleich zum Original noch nicht ganz vollkommen, aber Übung macht den Meister. Der Versuch hat gezeigt, wie die Himmelsscheibe von Nebra entstand und auch, wie sie einmal ausgesehen haben könnte.